Dass wir immer zurückgelegen haben und dann den Ausgleich erzielt haben, das war mir gar nicht bewusst. Vor dem ersten Spiel einer Rückrunde sind wir solche Bilder gewöhnt. Vom Trainingslager in der Winterpause im sonnigen Süden. Nicht so 2021. Der Rückrundenauftakt ist diesmal das Ende einer englischen Woche. Statistisch ist der Start in die zweite Saisonhälfte eine schwarz-gelbe Erfolgsgeschichte. In 53 Spielen gab es 27 Siege, 14 Unentschieden, nur 12 Niederlagen bei einer Tordifferenz von 111:80. Seit 16 Jahren ist der BVB zum Rückrundenauftakt ungeschlagen und das, obwohl er in 11 dieser 16 Spiele auswärts antreten musste. Unsere Borussia hat zum Rückrundenauftakt schon für so manches Highlight gesorgt. Ein 5:0 in Düsseldorf 1967. Ein 5:0 auch in Bremen 2013. Oder im vergangenen Jahr das spektakuläre 5:3 in Augsburg beim sensationellen Debüt von Erling Haaland. Historisch gesehen stellt allerdings der Rückrundenauftakt vor 44 Jahren alles in den Schatten. Am 15. Januar 1977 hat der BVB etwas geschafft, was in den bislang 17.537 Spielen der Bundesliga-Historie einmalig geblieben ist. In einem Spiel gleich 4-mal einen Rückstand wettzumachen, das hatte es nie zuvor und das hat es auch seither nie wieder gegeben. Und dieser Mann hat dabei eine ganz besondere Rolle gespielt. Lothar Huber. Ich kann es mir auch nicht erklären, aber es war auf jeden Fall so, dass dieses Spiel viel hergegeben hat. Und dann waren wir so euphorisch, dass wir dann immer wieder nach vorne gelaufen sind. Und wir haben auch das eine oder andere Kontertor gekriegt über die rechte Seite. Aber es war halt ein Spiel, wo man gemerkt hat, kann jederzeit was passieren. Und die Leute, die waren natürlich begeistert. Das hätte auch 5-5 oder 6-6 ausgegangen. Und ich glaube, in der Endphase hätten wir sogar noch gewinnen können. Doch der Reihe nach. Der BVB ist gerade erst wieder in die Bundesliga zurückgekehrt. Und zum Rückrundenauftakt kommt der Hamburger SV nach Dortmund. Wir hatten natürlich das Glück, dass wir das Stadion hatten hier, 74 zur Weltmeisterschaft. Gerade das Stadion hat auch viele inspiriert. Und die Mannschaft war also unheimlich charakterstark. Und hinzu kam auch, dass wir einen Trainer hatten, der uns gerade in dem Bereich auch unheimlich motiviert hat. Er hat sich also nie so ganz großartig an anderen Mannschaften orientiert, sondern immer uns vermittelt, wir sind gut, wir können im Grunde genommen jeden schlagen. Und das auch als Aufsteiger. Ja? Also wir haben immer Vollgas gegeben und das war auch unser Faustpfand. Nach dem frühen 0:1 schlägt der BVB in der 21. Minute zum ersten Mal zurück. Ja, in jeder Kopfball. Und das ist ja typisch Manni Burgsmüller. Ne? Dann guckt der Torwart, der ist den Ball brand und ist er da und macht ihn kurz rein. Praktisch im Gegenzug geht der HSV wieder in Führung. Doch auch darauf haben die Schwarz-Gelben eine Antwort. Und was für eine. Jetzt kommt die Ecke durch Peter Geier. Und ein wunderbares Tor. Ich weiß nicht, ob der Abwehrspieler hier den noch ein bisschen berührt hat. Kann ich jetzt nicht genau sagen. Auf jeden Fall war es ein schöner Eckball von Peter Geier. Und wieder hält die Freude nicht lange an. Keine Minute später betritt Lothar Huber mit dem einzigen Eigentor seiner Karriere die Bühne. Nachher haben mich die Spieler gefragt, haben gesagt, hast du das extra gemacht? Ich habe gesagt, nee, es war nicht extra, weil ich war ja eher am Ball. Ich hätte ja den Ball klar spielen können zur Seite, das wollte ich auch machen, zur Ecke. Und hier kann man sehen, ich bin eigentlich an ihm vorbei, wollte ihn zur Ecke spielen und treffe ihn falsch und er geht schön vorne ins kurze Eck. Herrliches Tor. Auch nach der Pause geht das Spektakel weiter. Der BVB gleicht zum 3. Mal aus. Und da hat ihm meine Flanke und jetzt kommt das 3 beide, jawohl, da ist Manni Burgsmüller auch wieder da, 3-4 Meter vom Tor, wo frage ich, wo ist der Torwart gewesen? Aber Manni war auch da, das war halt der Manni Burgsmüller Schlitzohr. Auch völlig verrückt, schon wieder, während der Stadionsprecher noch das 3:3 verkündet, kassiert der BVB erneut direkt das nächste Gegentor. So, und wieder Manni Kals, der war da überragend, ich weiß gar nicht, wer gegen den gespielt hat. Auf jeden Fall konnte der in dem Spiel machen, was er wollte, schön zurücklegt und bupp. 4-3, Torwart Horst konnte nichts machen. Aber das war noch nicht alles. Jetzt kommt wieder eine Flanke von mir. Es dauert bis zur 85. Minute, dann passiert Historisches. Der Torwart lässt den Ball fallen, gut für uns und fault dann den Meier und dann gibt es den Elfmeter. Ich habe aber nicht auch lange überlegt. Also wenn ich den Ball hatte, wusste ich genau, das ist meine Ecke, da schieße ich da rein.
Meistens hat es geklappt. Ich habe auch den einen oder anderen verschossen. Aber in dem Spiel war es wichtig, dass ich den reingemacht habe, weil ich ja auch in dem Spiel ein Eigentor gemacht habe. Und da war das immer ganz gut, dass man sich da wieder so ein bisschen bei helfen konnte, dass man dann eben nicht der Loser war. Ja, schön geschossen, konnte er nicht halten. 4-4. Ja, schöne Erinnerung. Die Bildqualität ist mies, der Elfmeter erstklassig. Das ist ja genauso abgelaufen, dass wir immer zurückgelegen haben und dann den Ausgleich erzielt haben. Das war mir gar nicht bewusst. Jetzt erst im Nachhinein. Jetzt haben wir sogar noch die Möglichkeit, das 5-4 zu machen. Durch den Erwin Kostede. Ja, wunderbar. Und der Torwart hatte Glück, der fällt ihm genau auf den Arm. Und er hätte genauso gut auch reinbrachen können. Eben das Spiel noch 5-4 gewonnen, das wäre natürlich der krönende Abschluss gewesen. Aber so war es ein interessantes und sehr schönes Spiel. Was für eine Untertreibung. Dortmund gleicht 4-mal einen Rückstand aus. Ein Bundesliga-Rekord. Vielleicht für die Ewigkeit. Wir waren ja voller Emotionen, gerade was da in diesem Spiel abgelaufen ist. Und wenn wir dann gegen eine Mannschaft wie HSV spielt, die Europacup gewonnen haben, mit überragenden Fußballern in der Mannschaft, dann waren wir schon stolz. Es war eine unheimlich schöne Sache. Auch nachher in der Kabine hat man sich doch gefreut, obwohl ein 4-4, aber wie es abgelaufen ist, war eben klasse. Und das haben uns nachher auch die Leute alle bestätigt. Wir waren begeistert von diesem Spiel. Der Rückrundenauftakt 2021 führt uns nach Mönchengladbach. Hoffen wir mal, dass die heutige BVB-Generation ihre Fans genauso begeistert wie Lothar Huber und Co. vor 44 Jahren.